Aber auf jeden Fall, in meinem Team waren halt legit von 50 Leuten auch 30 AFK oder so. Und, oder von 60 Leuten, whatever, war die Hälfte AFK. Kein einziger von meinen Chars. Ich meine, literally jeder macht das, dass er da mit mehreren Chars reingeht und einfach AFK ist. Und genau deswegen verstehe ich halt nicht, warum es dann so lange dauert, dass sie daran was ändern, weil ich meine, es müsste ja schon tonnenweise Beschwerden gegeben haben, dass das halt einfach nervt. Und dann sollen sie halt das einfach ändern. Also was man zum Beispiel machen könnte, die Idee hatte ich heute, könnte man machen zum Beispiel, dass die innere Zone von Khalgas, also dort, wo Khalgas ist und so der größere, grobe Bereich außen, plus der unmittelbare Bereich bei den Artefakten, dass das so mehr oder weniger als so Kampfzonen gelten. Und in diesen Kampfzonen, oder du musst dich vom gesamten Khalgas Assault eine gewisse Zeit lang dort aufgehalten haben oder eine gewisse Anzahl an Damage oder so verursacht haben. Und nur dann qualifizierst du dich für Belohnungen. Und wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du quasi nichts. Also egal, ob du Damage gemacht hast oder nicht, das spielt dann quasi gar keine Rolle mehr. Sondern du musst wirklich in diesen Zonen gewesen sein. Wie gesagt, um die Artefakte rum, um jedes Artefakt. Halt nicht zu großflächig, sondern nur klein. Weil da kannst du ja auch nicht AFK rumstehen, weil wenn dich da einer sieht, tötet er dich ja. Und bei Khalgas genau das gleiche. Man kannst nicht in der Mitte rumstehen und AFK bleiben. Wirst du auch zwangsläufig ziemlich schnell gekillt. Und sowas zum Beispiel. Oder dass er das Spiel an sich einfach erkennt, ob du actually spielst oder ob du 90% der Zeit AFK warst oder so. Oder man macht es halt einfach so, nur die Top 50 von jedem Ding bekommen Belohnungen. Also dass man sich halt wirklich anstrengen muss, weil wenn du absolut gar nichts machst, schaffst du es halt nicht in die Top 50 oder so. Also man könnte so vieles machen und sie machen gar nichts davon. Du musst einfach nur reingehen und irgendwas machen, sterben, töten oder einmal Schaden am Artefakt oder Khalgas machen und das reicht schon für eine Belohnung. Und das ist ja einfach lächerlich. Und natürlich wird es abused bis zum geht nicht mehr. Also check's halt nicht, warum man da jetzt ewig lang braucht, um da irgendwas einzuführen, dass das besser wird. Genau, dann kann man es nicht mal mit mehreren Chars farmen. Und wenn man überhaupt mitmacht, wird man mehr oder weniger gezwungen, auch richtig zu spielen und nicht nur rumzustehen und zu treuen oder so. Weil sonst kriegt nicht mal der eine Char eine Belohnung. Also nicht nur, dass du es dann nicht mit mehreren Chars farmen kannst. Selbst mit nur einem Char musst du dich dann zumindest ein Stück weit anstrengen. Ich meine, gut, wenn du Glück hast, gehst du zu irgendeinem Artefakt, bist da alleine und chillst da 5 Minuten oder so. Aber ja, also es ist so einfach. Also ich meine, es ist ja wirklich jetzt kein Hexenwerk, dafür zu sorgen, dass man die, sag ich mal, 90% der ganzen Doppelchars rausschmeißt quasi. Sodass wirklich maximal vielleicht einer mit 2 Chars drin ist. Aber auf jeden Fall keiner mehr mit 8, weil es einfach nichts bringt. Und dann würde der Modus wahrscheinlich auch mehr Spaß machen. Weil so hast du halt voll oft einfach das Problem, dass halt ein Team zu stark ist, weil ein Team hat mehr AFKs als die anderen. Dann ist halt automatisch ein Team wesentlich stärker als das andere. Das ist schon mehrfach passiert, das ist ziemlich langweilig. Und wie gesagt, und man kann ja dann auch die Belohnungen verbessern. Also man könnte ja dann auch sagen, okay, es ist schwieriger überhaupt an diese Chips zu kommen, aber wir verbessern nochmal ein bisschen die Belohnungen. Zum Beispiel, indem sie nochmal die Preise minimal reduzieren, alles um 5 Chips günstiger machen oder so. Oder keine Ahnung. Und was ich halt auch finde, ist, was sie wirklich ändern sollten, ist, dass nicht nur 3 Leute pro Kategorie belohnt werden. Also pro Khalgas Assault, und da muss man halt wirklich sich dran erinnern oder sich ins Gedächtnis rufen, es können theoretisch bis zu 200 Leute in ein Khalgas Assault rein. Ist noch nie passiert, aber könnte passieren. Also ich meine, es ist knapp tatsächlich. Aber es könnten bis zu 200 Leute in ein Khalgas Assault. Wie gesagt, die meisten sind jetzt aktuell AFK. Aber, und 9 Leute, egal wie krass du gespielt hast, wenn du nicht unter den Top 3 bist, kriegen eine Belohnung. 9 Leute von 200. Also eine zusätzliche Belohnung, besser gesagt. Also eine Ranking-Belohnung. Und das ist halt einfach auch so bescheuert. Also ich meine, damit spornst du halt niemanden an. Weil sobald du siehst, wer in deinem Team ist, also mal angenommen, man hat ja 5 Minuten Zeit, bevor es losgeht und man sieht schon seine Teammates in diesen 5 Minuten. Und wenn du da schon den Typen siehst, der immer Platz 1 ist oder immer in den Top 3 ist, gibt es ja ein paar Verdächtige, sag ich mal, die immer ein sehr hohes Ranking haben. Wenn du so einen direkt in deinem Team siehst, weißt du, okay, Platz 1 ist schon mal nicht drin. Oder einer der Top 3 Plätze ist schon mal nicht mehr erreichbar. Und dann reicht es ja schon, wenn noch 2 andere, und du siehst ja das Gegnerteam vorher nicht, noch gut spielen, dass du schon keine Chance mehr auf die Top 3 hast. Und das spornt halt auch nicht gerade dazu an. Und wie gesagt, bei 200 Leuten fände ich es halt gerechtfertigt, wenn locker 30 Leute eine zusätzliche Belohnung verdienen können, also Platz 1 bis 10 sozusagen.
Oder wie ich es vorhin gesagt habe, sogar die Top 50 vielleicht sogar. Muss dann auch keine gewaltige Belohnung sein. Können ja auch legit nur so 2 Chips sein für den 50. oder so. Aber einfach, dass du damit auch dafür sorgst, dass die Leute sich auch actually anstrengen und eben nicht auch nur das Minimum machen. Also nicht nur probieren, so, sich gerade so für eine Belohnung zu qualifizieren, sondern halt auch wirklich ihr Bestes geben, damit sie auch sicher noch eine zusätzliche Belohnung kriegen. Und ja, also keine Ahnung. Man könnte da so viel machen, aber ich glaube, das letzte Kaigas Assault Update ist 4 Wochen her. Jetzt am Donnerstag ist, glaube ich, das letzte dann 4 Wochen her. Und ich sag mal, wenn jetzt am Donnerstag nichts geändert wird, ich glaube, dann ist der Modus offiziell tot. Dann wird da wahrscheinlich nichts mehr dran gemacht. Und ja, es wird für immer so bleiben, wie es jetzt ist. AKA, ja, man muss mit so vielen Chars joinen, wie man hat am besten. Weil sonst kriegt man halt kaum Belohnungen. Beziehungsweise sonst lässt man die Belohnungen einfach liegen, die man sich eben holen könnte. Aber wie gesagt, daran ist halt eigentlich wieder Gala schuld, weil ich finde, den Spielern die Schuld zu geben, ist immer so einfach. Ja, ihr macht euch selbst den Modus kaputt. Ja, wir können halt auch einfach einen Modus schaffen, wo man nicht AFK farmen kann. Also, keine Ahnung. Wie soll ich in der Level-Range von 4 Giants sein? Musst du doch überhaupt nicht. Du kannst einfach alle Giants töten. Ist doch scheißegal, wenn du in der Level-Range bist. Hauptsache, du nimmst die Giants anderen Leuten weg, damit sie nicht farmen können und bist einfach ein riesen fettes Arschloch. Und wenn du den Leuten gerade den Giant vor der Nase weggeschnappt hast, schreibst du noch, hey, XD, meiner, und dann postest du noch Axe of Furnace in den Chat, die du gar nicht bei dem Giant gedroppt hast, damit der Typ denkt, du hast sie gedroppt, damit er richtig sauer wird. Das ist das Fly 1v1, wie man ein Arschloch ist. Das ist das Fly für 1x1, ein riesen Arschloch zu sein. Ugly! Ihr habt einfach keinen Geschmack. Deswegen spielt ihr ja auch Bildposter. Was denkst du, wie viele Spielstunden hast du schon im Fly verbracht? 50 vielleicht. Was sagt ihr, Chat? 50? 55? Es gibt Käufer für alles. Es gibt auch diese eine Teil, was die negativen Schwingungen entfernt oder so ähnlich. Ja. Man nennt es Flive. Wow! Got him, Chat! Got him! Also, not gonna lie, aber die Jesus-Story habe ich noch nie gehört. Ey, Jesus, hast du mal einen 20? Ich will meine alte ins Kino ausführen. Alles klar, Digga. Hier, gib sie mir einfach irgendwann zurück. Danke, Bro, bist der Beste. Geschichten aus dem Bibelgarten.